Ja, 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 alle sagen jetzt, 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 jetzt. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Freut mich sehr, dass Sie alle dabei sind. Wir haben ein useliges Wetter. Ich hoffe, bei Ihnen ist es nicht so. Und wenn ja, sitzen Sie jetzt in der schönen, warmen Stube und schauen zu. Und wir machen uns schöne, gemütliche 2 Stunden. Wir haben natürlich wieder einige Sachen neu. Und Sie haben auch alle schon wieder zugeschlagen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Und heute ist alles unter dem Thema Valentine. Beginnen tun wir allerdings wieder mit Ihren, sage ich jetzt mal, Ihren Bildern, die Sie hochgeladen haben bei mir auf dem Blog www.lablanche.eu. Es sind heute mal ein paar weniger. Ist auch klar, wir waren letzte Woche schon, waren wir beim letzten Livestream und dementsprechend gibt es jetzt nicht ganz so viele, aber jeder, den wir jetzt nennen, hat meistens mehrere Bilder hochgeladen. Also es lohnt sich wirklich zwingend bei mir auf den Blog zu gehen und mitmachen anzuschauen. Es sind die tollsten Sachen drauf. So, und da muss ich direkt sagen, Dekoherz hat noch nicht hochgeladen und bitte, 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 Sie haben so ein tolles Ei gerade auf Instagram gepostet, bitte hochladen. Das muss ich unbedingt in 14 Tagen zeigen, das ist ja ein absoluter Traum. Ich sage jetzt extra auch nicht den Namen, sondern Dekoherz, das ist, sage ich jetzt mal, der Künstlername auf Instagram. Unbedingt schauen, sie hat tolle Sachen hochgeladen, lohnt sich unheimlich. Fangen wir mal an mit ihren tollen Sachen. Ja, NDG sagt, das ist ein Must-Have. Er hat diesen Schuh mit Spitze und mit, ich habe hier unten Perlenband und Strassband gemacht. Sieht super aus. Nächstes Mal bitte ein paar Detailfotos, dass man ein bisschen mehr sehen kann. Also ich finde, dass man nicht so viel sehen kann. Man sieht die Spitze, man sieht auch unten das Perlenband, aber wäre toller, wenn man noch ein bisschen mehr sehen kann. Vielleicht kann er es hinterher noch mal hochladen. Würde mich sehr freuen, wenn man noch ein bisschen mehr sieht. So, weiter geht's. Ja, für sie gilt das Gleiche. Die Töpfe sind toll. Sie hat ganz viel dazu geschrieben, finde ich auch super toll. Aber auch hier ruhig, also keine Angst haben. Sie können jeden Topf noch mal einzeln fotografieren und hochladen. Also lieber ein bisschen zu viel hochladen, aber dass man wirklich gucken kann, wie das aussieht. Sehen toll aus. Ich finde diese Mooslandschaft auch super schön, wo sie drin stehen. Gell? Also ganz, ganz toll. So, weiter. Ja, Frau Heidrich hat natürlich wie immer wunderschöne Sachen hochgeladen und jetzt hier auch die Glockenblumen auf diese Herzen gemacht, auf diese Holzherzen. Und ich bin immer wieder begeistert von ihrer, ja, diese schlichte Eleganz, dieses kein bisschen zu viel. Also finde ich einfach ein Traum. Ja, und das finde ich ganz toll von Frau Herz. Was sie gemacht hat, sie hat den Kakellack genommen in der Mitte und hat vorher diese schwarzen Punkte. Das macht das Ganze so richtig schön vintage auf alt und dann mit diesem Krakell. Super, super schön, gefällt mir extrem gut. Und auch die Rahmen, das ist also eine Mode von uns, diese Art, die sind so richtig dieses shabby chic. Ich gehe mal davon aus, weiße Lasurgel oder vielleicht auch Antiking Paint weiß, die in den Vertiefungen sind. Ganz, ganz toll. Ja, und Frau Horner hat Bordüren genommen, hat mehrere Bordüren nebeneinander gesetzt und Rahmen gemacht. Und dann das sind, ach Gott, sehr alt, ich meine, es war damals Dekoupagepapier sogar, gell, mit den Hasen. Ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher. Wundern Sie sich nicht, dass ich immer zur Seite gucke, weil auf der Seite habe ich den Monitor und da sehe ich die Bilder, die Sie gerade sehen. Deswegen gucke ich immer ein bisschen zur Seite. Also ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, es ist also lange her, wo wir die Hasen hatten, gefällt mir aber trotzdem ganz, ganz fantastisch. Ja, und Herr Ruther hat natürlich das Ei in verschiedenen, sag ich jetzt mal, Seiten gezeigt. Ich gehe mal davon aus, dass es ein und das gleiche Ei ist. Ich habe jetzt extra mal nicht die Vorderseite mit dem Bild genommen, sondern die Seite, weil mir das auch so gut gefällt, dass man also wirklich das Ei rundherum angucken kann. Also wirklich mit sehr viel Liebe, ganz toll gemacht. Ja, und die Idee finde ich einfach super. Das ist diese Fenstermode, oder? Ist super gemacht. Ja, diese Fenstermode benutzt als ein Fenster auf eine Flasche. Das ist einfach nur genial. Und dann oben mit der Spitze und den Blümchen, super toll gemacht. Also ganz, ganz toll. Super Idee. Ich glaube, das sind sogar diese Flaschen, die wir haben, gell? Diese dicken, oder Sam?
Es könnte sein. So, und sie hat natürlich perfektens gearbeitet, dieses halbe Styropor-Ei mit den Rahmen, mit den neuen Molds, mit den kleinen Gänsen drin. Super schön gemacht, ganz edel und der Schleife oben gefällt mir sehr gut. Ja, und das habe ich gesagt, sie hat mehrere Sachen hochgeladen und da musste ich bin ja immer am Überlegen, ob ich nochmal anfange mit Stempeln, weil jetzt haben wir ja eine lange Auszeit mit Stempeln gehabt und man könnte jetzt schon mal wieder ab und zu denken, ach, sollte man vielleicht doch nochmal ein Stempelset machen. Auf jeden Fall hat sie hier gestempelt und ach, es ist Ewigkeiten her, wo wir diese Stanzschablone hatten mit diesen kleinen Punkten außenrum und wo wir den Goldkarton und das Keramikpapier so gemacht haben. Super schön gemacht, ganz tolle Idee, aber es ist Ewigkeiten her. Gefällt mir immer noch gut sowas, einfach toll. Ja, und Frau Teubel hat jetzt Das fand ich toll. Das ja, finde ich auch sehr das ist der Rahmen. Wir haben ja diese Rahmen, ich hole sie gerade, damit Sie wissen, wo es da überhaupt drum geht. Das sind diese Holzrahmen, wo wir sag ich jetzt mal, dieses MDF haben und dann gibt es halt diese passenden Rahmen da oben drauf und sie, wenn ich das richtig sehe, hat nur diesen Rahmen benutzt. Und die Idee finde ich einfach schön, dass der so frei hängt und der Hase, das ist die Mold vom letzten Jahr und dann oben die Glockenblumen und das einfach so ein bisschen frei mit den Federn hängen lassen, ist sehr, sehr schön. So ein bisschen eine Leichtigkeit. Ja, das ist auch noch von ihr und das hatte sie relativ zügig, direkt nachdem die Molds freigeschaltet waren, hatte sie das schon gepostet und gefällt mir toll. Also einfach die ganzen Glockenblumen um diesen Rahmen herum und dann die Gänsedame da in die Mitte gesetzt des Rahmens. Also sehr, sehr schön. Ja, und das ist von Vintage for Love, von Gea. Sie hat natürlich auch wieder das Extrem mit dem Reispapier und mit den Molds, mit den Ecken. Sehr, sehr schön, ganz toll gemacht. Lohnt sich immer auf Instagram zu gucken, was sie macht. Sie arbeitet extrem schön. Ja, und da bin ich umgekippt, wo ich das gesehen habe. So, so toll. Ich sagte, vielleicht mache ich es demnächst jetzt noch mal nach, ein bisschen anders, weil ich sagte, da kann man noch diesen Hasen davor tun. Aber so ein halbes Ei als Wagen zu machen und dann so die ganze Gänsefamilie da rein zu vereinen, einfach nur die Idee, einfach nur toll. Also das ist einfach sensationell, finde ich. Da kann man richtig was Schönes machen. Und dann mit den Federn und dem Sisal und dem allem drum und dran. Einfach nur toll. So, ja, jetzt würde ich sagen, fangen wir an und zwar mit dem Layout, was wir im letzten Livestream vor einer Woche gemacht haben. Und das haben wir ja nicht fertig bekommen, sondern da haben wir ja einfach nur alles hingelegt gehabt. Vielleicht können Sie sich da noch erinnern, wer sich nicht erinnern kann, das ist ein sogenanntes Art Panel, was wir haben. Darauf ist das Reispapier draufgesetzt. Und dann haben wir unterschiedlich die Molds teilweise waren die mit Resin gemacht und teilweise haben wir sie mit DAS ausgedrückt und haben das Ganze kombiniert, um dieses Bild herzustellen. Dann haben wir das natürlich trocknen lassen, das haben Sie dann nicht mehr mitbekommen. Und dann haben wir alles einmal mit Pouring Glaze lackiert, komplett. Der Grund ist, dass alles, was mit Resin ausgegossen ist, halt nicht porös ist, also nicht saugend ist. Aber alles, was mit DAS gemacht ist, ist ja porös und saugend. Damit ich aber eine komplett gleichmäßige, sag ich jetzt mal, Oberfläche habe, dass man keinen Unterschied sieht, haben wir das einmal alles lackiert. Man kann das auch matt lackieren, vollkommen egal. Ich habe es jetzt mit Pouring Glaze gemacht, einmal glänzend lackiert. Und danach habe ich das Lasurgel Country Blue genommen, weil dieses Lasurgel Country Blue hat genau das gleiche Blau, was auch in diesem Reispapier, in diesem, sag ich jetzt, in den Streifen drin ist. Und dann habe ich das Ganze wieder abgewischt, dass das Blau wirklich nur so in diesen Vertiefungen drin war. Und dann habe ich da drauf dann nochmal diese flüssige Lasur, also nicht Lasurgel, sondern die flüssige Lasur
Walnuss draufgegeben. Und das heißt, ich habe ein paar Tropfen drauf gemacht und bin mit dem Pinsel dann ein bisschen gezielt, habe ich diese Flüssigkeit überall hinlaufen lassen, wo ich es haben möchte, dass man die ganze Struktur besser sieht. Das Ganze dann trocknen lassen. Zum Schluss halt die Trockenpinseltechnik mit Creme Weiß gemacht, auch außenrum ein bisschen. Ein minimal mit Wachspaste Gold, aber wirklich nur die Schleifen, ein bisschen die Vase, also auf den Blumen ist gar nichts und so ein bisschen auf dem Rahmen. Und ganz zum Schluss meinte der Sam, da muss noch unbedingt was Braunes um die Vase herum. Also ganz zum Schluss noch die Antikpaste Umbra, außen an der Vase entlang und oben am Rahmen, dass sich das noch ein bisschen mehr absetzt, dass da ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal, braun ist. Der Sam wird das noch fotografieren, wir setzen das noch rein, aber jetzt wissen Sie, wie, sag ich jetzt mal, es nach dem Livestream weitergegangen ist. So, jetzt kommen wir auf das, was wir verlosen. Wir verlosen heute zwei, sag ich jetzt mal, Pflanzfahrräder, sagen wir mal dazu, zwei Pflanzfahrräder. Und wir beginnen, dass wir die ersten zwei kriegen dieses doppelte Pflanzfahrrad. Das heißt, ich finde sie total süß, wollte eigentlich da drin auch dann mit Eiern so ein bisschen dekorieren. Wir haben noch zwei, die werden wir auch später dann freischalten zum Kaufen in 14 Tagen, wenn wir das nächste machen. Also wir werden der erste und zweiter Preis ist dieses doppelte und dritter und vierter Preis ist dieses einfache kleine Fahrrad, was wir da haben. Das verlosen wir heute, ist wunderschön, sind natürlich eigentlich für Outdoor, aber ich finde, dass man sie auch innen rein tun kann und natürlich kann man sie mit allem Möglichen bepflanzen. Ich habe jetzt einfach nur ein bisschen Sisal reingemacht, weil damit man da, sag ich jetzt mal, auch ein bisschen was dekorieren kann. So, und jetzt gehen wir über zu den Bildern wir haben zum Thema Valentinstag. Und wir haben das Set Roses genannt, das heißt, das ist ein Papierset mit Papieren, also zwei Designs sind das. Dann gibt es noch die A4-Bogen mit den Mittelpunkten und wir haben dann noch kleine Blümchen passend dazu. Sie haben das alles schon gefunden, eigentlich brauche ich kaum was dazu sagen, weil Sie haben schon richtig wieder zugeschlagen. Und jetzt zeigen wir Ihnen hier die ganzen Muster. So. Jedes Papier hat auch so eine Bordüre unten und aus den Bordüren kann man zum Beispiel auch so einen Rahmen machen. Das heißt, man kann den Rahmen einfach unten drunter nehmen und mehrere Lagen da drauf sag ich jetzt mal, zu stapeln, mehr oder weniger, dass man mehrere Layerings hat. Und was wir auch haben, ist ein Bogen, wo die ganz kleinen Motive drauf sind, dass man Glascabochons damit unterlegen kann, dass man die süßen kleinen Bilder unter Glas hat. Was wir hier gemacht haben, ist die Glascabochons benutzt ohne, sage ich jetzt mal, Rahmen. Natürlich kann man die alle auch mit dem Rahmen benutzen. Für eine Karte ist mir das immer ein bisschen zu schwer, deswegen mache ich es auf einer Karte ohne. Diese kleinen Herzchen, die jetzt zum Beispiel hier drumherum sind, die gibt es auch bei uns. Sam, sind im Ordner, richtig? Yep. Das sind so mini kleine Acrylherzchen, absolut süß. Ganz fantastisch in 3 verschiedenen Rottönen und die kann man wirklich für alles Mögliche benutzen. Ich finde sie total süß. Eine Frage, ja? Gibt es die Tassen im Shop? Nein. Ich habe mir mal dieses Porzellan vor einer Weile gekauft, weil ich einfach finde, wir haben ganz vieles verschiedene Porzellanteile, dass die immer schön zwischen so Karten aussehen als Dekoration. Und dieses Motiv passte gerade so perfekt. Deswegen habe ich sie da aufgebaut. So, dann haben wir hier zum Beispiel einseitig Spitze drauf gemacht, wo die Bordüren haben die Bordüren unten lang gezogen und dann wieder ein Glascabochon genommen. Die Spitze kommt ja wieder, ne? Welche Spitze jetzt? Diese braune Spitze, die braune Spitze, ja, die so schnell ausverkauft war letztes Mal, die ist wieder bestellt. Aber rechts zum Beispiel diese Spitze, die man von dem Mittelpunkt weggehen sieht, das ist Valentina, heißt das Band.
Und das kann man in der Mitte wirklich durchreißen und dann hat man zwei solche gewellten Seiten. Wir haben aber, ich werde nachher noch ein anderes Spitzenband benutzen, dann werden Sie das sehen, weil wir haben ja einige Spitzenbänder bei uns im Shop und da die kann man alle so gut miteinander verwenden. So, was natürlich auch sehr schön zu diesem Set passt, sind unsere Sprüche. Ich weiß nicht, ob du, Sam, das so einblenden kannst. Ich weiß die Nummer jetzt nicht. Die sind in der Gruppe. Ja, da ist auf jeden Fall, sind da diese Sprüche drin zum Valentinstag und Gruß an dich und so weiter und so fort. Also sind diese ganzen Lasercuts, so wie hier, die perfekt dazu passen, weil sie auch einfach nur Uni mit Perlmutt sind. Hier, ich denke an dich. Also das passt immer alles fantastisch. So, die Hintergründe, das sind die Sachen, die wir auf den Tags haben. Die Blumen, ja, da sind sie, genau. Da sind sie. Genau, wunderbar. Und jetzt kann ich beim besten Willen keinen Spruch davon lesen, aber wenn Sie bei uns in den Shop gehen, dann sehen Sie sie alle. Auf jeden Fall ist Valentin. Ich denke an dich. Ja, das kann ich auch lesen, also. aber rechts. Und eben zum Valentinstag konnte ich auch lesen, Sepp. Die kannst du mir gleich mal bringen, die kann ich gleich noch mal hier nehmen, weil das ist so ein schönes Set, was man immer benutzen kann und manche haben wirklich die Größe, das heißt, die passen auch perfekt hinter unsere Rahmenmold. Gerade dieses zum Valentinstag passt auch hinter die Rahmenmold, also das kann man schön kombinieren mit auch diesen Rahmen, die wir haben. So, jetzt gibt es da unten noch, gehst du jetzt zum Layout rüber oder wo gehst du jetzt hin, Sam? So, wir haben eine, ja, jetzt kann man doch gerade mal hier bleiben kurz, oder? Geht das? Ja, so. Wir haben ja so einige neue Sachen drin, haben Sie bestimmt auch schon gesehen. So, das angefangen von diesen typischen, sag ich jetzt mal, Valentine-Bändern. Und ich habe gesagt, ich möchte die Valentine-Bänder noch mal zeigen. Wir kommen gleich die ganze Seite noch da drauf, dann sehen Sie sie noch mal. Aber damit Sie sehen, worum es geht. Also wir haben zum Beispiel dieses Satin-Band mit den Herzchen, mit diesen kleinen, die so kreuz und quer sind, in zwei Größen. Das heißt, wir haben diese dickere Größe, die ist wunderschön, das ist also wirklich Satin, passt toll. Wir haben sie bei den ganzen Reispapierdosen oben um den Dosendeckel genommen und es gibt die etwas kleineren, die passen zum Beispiel, wenn wir gleich so etwas machen, passt das ganz genau hier auf den Rahmen von jetzt zum Beispiel diese Holzherzen. Das heißt, wir haben diese beiden roten Satinbänder, die toll sind, die man auch, also zum Beispiel das große, finde ich, das habe ich jetzt hier auch mal gemacht, kann man auch wirklich schön hinter den Mittelpunkt setzen und wenn man das Ganze dann noch, das habe ich mir eben geholt, das ist ein Spitzenband, was wir noch haben, das ist jetzt nicht Valentina heißt das andere Spitzenband, was Sie eben gesehen haben, also passend dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber das ist auch ein ganz tolles Spitzenband und das kann man zum Beispiel, wenn man will, natürlich auch super miteinander kombinieren, wenn man das macht. Das sieht halt einfach auch wunderschön aus und gerade dieses Band kann man auch in der Mitte durchschneiden, was ich ja immer sehr gerne mache. Wenn ich das jetzt hier, diese Seiten benutze, dann könnte man das zum Beispiel auch hier hintersetzen. Das kann ich gleich auch alles mal machen. Ich mache das gleich ausführlich, dass Sie das sehen. Also das passt alles wunderbar zusammen. Eine Frage Ja. zu den Puschels bei dir auf dem Tisch. Ja, ja. Gibt es die im Shop? Ja, natürlich. Da wollte ich jetzt drauf kommen. Die sind der Wahnsinn. So. Eigentlich gehören die eigentlich in die nächste Deko, wo die ganzen Küken und wir haben ganz süße Küken, die da kommen, die Handstand und alles Mögliche machen. Da wollte ich die eigentlich mit dekorieren. Aber die haben es nicht geschafft bis dahin. Ich habe gesagt, die müssten jetzt in den Shop rein. Das heißt, die kommen so an einem Zweig, die kann man natürlich auch so verwenden. Was ich sie gemacht habe, ich habe sie aber abgeschnitten. Ich habe sie wirklich so als rundes Teil genommen, so wie ein Ball, habe sie abgeschnitten. Sie werden sie auch gleich sehen, ich habe sie jetzt schon dekoriert ein bisschen, habe sie abgeschnitten. So, was natürlich super dazu passt, und das ist jetzt ganz neu im Shop, das sind unsere sensationellen Herzen, die wir jetzt gekriegt haben. Die sind eben angekommen, Sam hat sie direkt reingetan. Das heißt, das sind Herzen,
Moment, wie mache ich das, dass man die richtig toll sieht? Das sind Herzen, ganz toll gemacht, außenrum mit Perlen, innen mit diesem Strass, wirklich wunderschön gemacht und für mich absolut sensationell, egal wo man sie drauf tut, sehen super, super schön aus. So. Das Ich hätte noch kurz die nächste Frage. Wann kommt das Papier mit den Sprüchen für die Rahmen? Das Papier kommt noch und die Transfers kommen noch. Ja, ich würde sagen, also wenn es früher kommt als in den 14 Tagen, schalten wir es früher frei. Sonst allerspätestens in 14 Tagen, wenn wir den nächsten Livestream haben. Dann ist das dran. Sie meinen das Papier, wo wir für die Küche die Sprüche drauf haben, wie Mehl, Zucker etc. Ja, ja. So. Vielleicht machen wir es auch mal als Geschenk, oder? Wir überlegen noch. Wir gucken mal. So. Dann, also jetzt zurück zu den Bändern. Also wir haben diese 2 tollen Satinbänder und dann gibt es noch das Ganze in groß. Das ist ein bisschen wie Samt, würde ich sagen, Filzsamt so in dieser Richtung. Und zwar in diesem Alt-Rosé, so passt perfekt zu meinem Pullover. Oder halt in etwas größer in dem Rot. Es ist natürlich nicht so ein Stückchen, das ist hier so eine ganze Rolle, gell? Aber ich habe hier halt einfach dieses Stückchen da genommen. Super schön, weil man kann sie auch auseinanderschneiden. Wie ich das ja auch gemacht habe, werden Sie gleich sehen. Jedes einzelne Ding kann man auseinanderschneiden. Und dieses Alt-Rosé passt zum Beispiel kombiniert mit diesem schönen Herz perfekt auf das Tütenpapier. Wer jetzt so ein bisschen ein edleres Geschenk machen will, kann das auch machen. So, das Rosentütenpapier hat einen Grund, dass es viereckig ist. Und zwar, es ist ja für Valentin, passt genau ein Piccolo rein. Und deswegen haben wir das Papiertüten, bleib mal so da stehen, bleib mal so schön so. Jetzt lächel mal. So. Also die Rosen sind perfekt für ein Piccolo und die Papiere, da kommen wir gleich zu, was es für Ostern gibt, die sind rechteckig schön für diese Schokoladeneier. So, aber wir kommen immer wieder weg von dem Ganzen. Also jetzt waren wir bei den Bändern, das heißt, wir haben die beigen und die roten, dann haben wir Organza. Okay, du hast irgendwas gemacht. Dann haben wir diese tollen Organza-Bänder und zwar einmal in Weiß mit Gold und einmal in Rosé und mit Roségold. Ganz, ganz edel finde ich das. Und beide Bänder, ich weiß ja nicht, ob Sie vielleicht dieses Jahr nicht für eine Hochzeit oder so in der Familie haben. Beide Bänder finde ich persönlich auch extrem schön für so eine Hochzeitsdeko. Wer also eine Hochzeitsdeko machen möchte, gerade dieses rosarote finde ich ganz toll mit diesem Roségold drauf. Ich habe geguckt im Internet, die sind schon preislich sehr gut und auch noch reduziert. Okay, also Sam hat im Internet geguckt, vergleichsmäßig sind die bei uns preislich sehr gut und der Sam sagt gerade, er hätte sie auch noch reduziert. Also lohnt sich, es ist ein Schnäppchen, wer jetzt weiß, dass er so etwas vielleicht, sag ich jetzt mal, im April oder so braucht für Hochzeit oder natürlich jetzt für Valentine, aber die finde ich gehen auch fantastisch für Hochzeit. So, weiter haben wir... Gott, habe ich das da drum gewickelt? Haben wir dieses kleine, schmalere Band. Das ist so ein bisschen mehr so ein Baumwollband mit kleinen Herzen. Perfekt für Schleifen geeignet. Also da kann man so diese kleinen Schleifen ganz toll machen. Dies finde ich durch dieses, sag ich jetzt mal, durch dieses Beige passt das auch toll zum Papier. Also wenn man beim Papierset mal so eine Bordüre machen möchte oder das kombinieren möchte, passt dieses Band perfekt dazu. Und dann gibt es noch zum guten Schluss, das hatten wir auch an Weihnachten in Gold, war immer sofort weg, ist dieses, sag ich jetzt mal, wie so ein Diamantenband, dieses ein bisschen Metall, was so ein bisschen glitzert, als hätte man so kleine Diamanten aneinander und das gibt es in Rot. Und ich finde das natürlich wunderschön für Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel hier diese, wir haben das auch gemacht, wenn man das jetzt hier zum Beispiel an diese Seiten von so einem Styroporherz
machen möchte, ja, genau, dann tut das so blinken, als hätte man kleine rote Strasssteinchen drauf. Also so sieht das wirklich aus. Gell? Und das ist halt einfach nur das Band. Und da kann man wirklich, wenn man dieses Thema Valentine wirklich groß machen möchte, mit Herzen und so weiter, ist das perfekt dafür geeignet. So, das wären jetzt erstmal alle Bänder. Die haben wir als Neuigkeiten gezeigt. Die Puffel haben wir gezeigt. Dann gehen wir mal wieder zu den Beispielen rüber. So, da sind wir jetzt beim Layout und bei dem Layout kann man sehr gut sehen, oben ist der Rahmen von unserer Rahmenmode und da haben wir jetzt zum Beispiel ein Schild von diesen Sprüchen, die zum Valentinstag reingesetzt. Also das kann man toll miteinander kombinieren. Hier haben wir auch die Rahmenmode nochmal genommen und auch unten nochmal, weil wir ja diese ganzen, sag ich jetzt mal auf den Tags, die sind ja alles so Postkarten, das sind alles Querformatbilder und die sind natürlich jetzt perfektens geeignet. Die Rahmen, diese ganzen, da haben wir als Farbe gelben Sand genommen, haben dann die flüssige Lasur Walnuss und dann einfach Trockenpinseltechnik. Oh, und hier habe ich doch tatsächlich vergessen etwas. So, Sam, und jetzt bringst du mir bitte mal das Layout. Weil hier ist etwas eklatant vergessen worden von mir. Bitte. Und das mache ich nämlich jetzt, damit Sie sehen, das ist ein kleiner Unterschied und ich persönlich finde, dass das was ausmacht. Und zwar muss ich jetzt so, genau. Und jetzt muss man das, die Kamera von oben bitte. Ja, perfekt. So, weil wir ja den Rahmen hier mit Trockenpinseltechnik gemacht haben und auch hier Sisal und hier drunter sieht man auch wieder dieses Trockenpinseltechnik. Habe ich, und das sehen Sie eigentlich bei allem, was danach kommt, werden Sie das sehen, habe ich diese Blumen auch immer mit Trockenpinseltechnik gemacht, dass die nicht so knallrosa sind. Und das macht für mich richtig was aus. Das heißt, wenn ich jetzt habe ich hier ein bisschen Pinsel und gehe ganz leicht hier über diese Blumen auch drüber, dass die hier kann man auch noch mal ein bisschen weißer machen und auch hier, dass man da richtig den Rand und auch die Struktur der Blumen herausholt, dass sie nicht so extrem rot sind. Ich glaube, jetzt hier kann man es ich kann es ja mal hier ziemlich gut sehen, sobald man hier dieses bisschen Weiß drauf hat, sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Einfach mit dem trockenen Pinsel weiß durch umdrehen. Genau, hier kann man das jetzt richtig toll sehen, wie das aussieht. Und es macht wirklich was aus und ich finde, der Unterschied ist eklatant. Wenn man mit diesen Rahmen arbeitet und die Trockenpinseltechnik, dann kann man das überall hier auch machen. Man kann eigentlich man könnte hier noch ein paar weiße Tropfen hinmachen. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil es mich zu sehr, schneit ja auch gerade zu sehr an Winter erinnert. Aber die Blumen ein bisschen mit Trockenpinsel zu machen, das finde ich ist schon, wenn man mit diesen Rahmen arbeitet, wenn man diesen Stil da drin hat, sollte man das machen. Deswegen mir fiel es jetzt sofort auf, wo ich das gesehen habe, vergessen. So, jetzt kriegt es der Sam wieder, kann es wieder aufbauen. Das ist halt nur eine Kleinigkeit, wir arbeiten ja gleich damit und dann werden Sie das sehen, dass ich das dann auch gleich wieder mache. So, jetzt gehen wir weiter. Vom Layout zu den weiteren Beispielkarten. Hier kann man das auch sehr gut erkennen, dass die Blümchen alle so einen kleinen mini-weißen Rand außenrum haben und sich mehr oder weniger in diese Karte einfügen. Hier sehen Sie auch wieder diese kleinen Acrylherzen drauf und unten haben wir die kleinen Styroporherzen noch genommen, haben die auch noch angemalt. Es gibt hier auch in Herzform Glaskabochons, kann man ebenfalls benutzen. Gell? Das ist so eine ganz einfache Karte jetzt mal, ein bisschen mit der Spitze und dann halt so gestaltet. Aber das kann man machen, wie man will. Gerade diese Bordüren, die geben einem ganz viel Möglichkeit, was man macht. Eine Frage, ja? Kommt mal wieder ein Papierset mit echt historischen Motiven? Theater war einfach so umwerfend schön. Also, was jetzt
schon in der Mache ist halt Steampunk, aber das sind natürlich keine historischen Motive. Nach Steampunk kommen die lustigen Katzen, das ist dann auch keine historischen. Was aber ist, danach kommt ein Set mit sogenannten Ephemera, so alles, sehr viel Hintergrund. Also ich glaube, das wird in Ihrem Bereich, was Sie gerne haben, was Sie schön finden, das wird Ihnen gefallen. Das ist aber schon erst Mai, wenn ich das richtig mitkriege. Im Mai wird das sein, werden wir das bringen. Das wird Ihnen gefallen, das wird funktionieren. Ich bin am Überlegen, vielleicht werden wir das demnächst machen, dass wir nochmal so zwischendurch einfach mal so ein Hintergrundpapierset anbieten. Also eins, wo man mehr mit Papier an sich basteln kann, also ohne Kartengröße, sondern wirklich so diese typischen 30 mal 30 Bogen, wo man dann selber alles mögliche, da könnte man viel mehr darauf eingehen, was man noch so alles machen kann, ohne so in einer Größe oder im Layout sage ich ja, eingegrenzt zu sein, was ja immer schön ist, wenn man die Lasercuts und alles hat, aber man kann eigentlich immer gerne auch mal so ein reines Hintergrundpapier mit so schönen kleinen Minimustern. Das wollte ich jetzt vielleicht mal designen, dass wir das, ich weiß es noch nicht genau, wann wir machen. Moment, jetzt haben wir... Ostern ist noch den ganzen Februar, richtig, Sam? Und im März kommt Steampunk. Jetzt kommen die Transfermotive einmal, ja. Dann kommen die Aber Schrumpfbanderolen. vielleicht, wir können es uns überlegen, vielleicht machen wir im Februar einmal so einen Hintergrund, was man komplett kombinieren. Das Papierset Ostern ist so gut wie ausverkauft. Februar ist auch noch Karneval. Ich mache doch kein Karnevalspapier. Aber ich bin 2 Tage. 2 Wochen. Nein, aber das Osterpapier ist so gut wie ausverkauft. Da wir aber Ende März ja die Messe haben und wir gesagt haben, wir können nicht ganz Februar und ganz März kein Osterpapier mehr haben, werden wir das nachdrucken lassen. Das heißt, keine Ahnung, wann das wieder da ist. Auf jeden Fall werden wir das nachdrucken lassen. Und vielleicht machen wir dann, könnten wir ja 2 oder 3 Bogen reine Hintergründe dazu passend machen, oder Sam? Und dann kann man das wird dann Ihnen gefallen, weil Sie sagen, dieses Historische, weil da gehen wir dann in die sogenannten Kupferstich, in dieses Historische rein. So, und jetzt haben wir unsere absolut süßen Tüten, die rechteckigen Tütenpapier, die wir auch anbieten, und da sind die 2 Seiten ein bisschen unterschiedlich, ist also ein und das gleiche Papier, aber Sie sehen, da hat man einmal das Mädchen, was nach links guckt, und einmal hat man das Mädchen, was nach rechts guckt, und ist natürlich total süß für, sag ich jetzt mal, Schokoeier, gell, zum Verschenken, einfach süß. Und da finde ich, kann man auch so ein bisschen Sisal reintun, da finde ich, kann man süß die von den Moldformen ein bisschen die Gänse reintun und dann ein paar, also obendrauf und unten drunter dann ein paar Schokoladeneier. Finde ich, ist ein ganz, ganz tolles Geschenk. Nur mal so als kleine Idee. So, da haben wir dann nochmal die Ostern, und da kommt ja das Ganze, wir haben ja jetzt nur ein kleines Zwischendrin Intermezzo mit Valentine. In 14 Tagen, da ist ja dann wieder voll Ostern mit allem drum und dran. Und dann geht es ja weiter mit Ostern bis zum geht nicht mehr. Dann kommen, wir haben kartonenweise, palettenweise dahinter, entweder steht da drauf Duck oder Chicken. Und ich musste mich dann entscheiden, wann kommen bei mir die Ducks, also die Enten und die Gänse, und wann kommen bei mir die Hühner. Also das kommt jetzt, ist auch wieder aufgeteilt in diesen 2 nächsten Livestreams, da wird dann die ganze Deko und alles dazu kommen. So, jetzt hat der Sam gerade das Reispapier eingefangen, ja genau, da sind wir jetzt beim Reispapier. Und was jetzt hier auf diesem Bild nicht so gut zu sehen ist, aber was ich Ihnen eben gezeigt habe, hier habe ich zum Beispiel um jedes Herz habe ich dieses kleine Herzband. Oben um diese Acrylherzen ist das breitere, mit den roten Satin, das breitere Satinband drum gemacht. Und das passt natürlich perfekt da drauf, gell? Wenn man schon, sag ich jetzt mal, Valentine macht, hier an der Herzdose, da kann man das sehen, da ist am Rand, da sieht man, da ist oben immer diese Perlenkette drauf und an der Seite
ist dieses schöne Band und das passt dann. Auch hier diese Dosen, die sind mit der Farbe gelber Sand angestrichen und dann hier aber mit Lasur, Gel, Walnuss, dann mit einem feuchten Schwamm einfach darüber gewischt, damit es so ein bisschen Struktur hat. Man hätte jetzt natürlich da auch überall die Schilder drauf machen können, mit irgendetwas drauf. Aber jetzt muss ich ein bisschen in eigener Sache mich entschuldigen. Wir hatten gerade, sage ich jetzt, von Mittwoch an, wo wir basteln konnten, bis Mittwoch haben wir wirklich Hochbetrieb gehabt, um vom letzten Livestream das alles zu packen und dass das rauskommt. Dann die ganze Neuware, die dazwischen war. Und jetzt habe ich gesagt, also jetzt machen wir das alles mal so. Und Sie machen da schon was Schönes dann draus und kriegen das. So, die Kerzen sind wieder da. Wir hatten sie schon. Das sind die sogenannten Outdoor-Kerzen, die man halt so toll bebasteln kann. Die gibt es in 2 oder 3 Größen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich meine 4 Größen. 4 Größen? Eine ganz großen. Nein, das sind aber andere. Das sind die anderen. Dann 3. Diese hier 3, also sicher? Okay, dann gibt es da also 3 Größen, das sind diese weißen, die sind ganz gerade, perfekt, wirklich perfekt für alles, ob man eine Mold drauf macht, wäre übrigens jetzt super, mit den neuen Molds da drauf zu arbeiten, gell? Also ich würde eine ganz nehmen und die kleinen Gänse alle drumherum laufen lassen oder so etwas, oder auch gerade wenn man ganz edel machen möchte, mit der Glockenblume könnte man da schon was Tolles machen. So, Ich hätte eine Frage. Ja. Die Acrylherzen, sind die ausverkauft? Ja, die sind aber unterwegs, gell? Wir warten mehr oder weniger tagtäglich auf die Lieferung. Genau, Acrylherzen in 2 Größen sind unterwegs und die ganzen Styroporeier, die wir vorher auch benutzt haben. Genau, alles ist bestellt, wir warten auf alles. Das wirklich, wir haben eigentlich gehofft, dass das heute da ist, aber ist noch nicht da. Es kann also tagtäglich kann das kommen. Dann habe ich gleich nochmal eine Frage. Ja? Den Rahmen vom Layout, gibt es denn bei uns im Shop? Den Rahmen vom Layout? Nein. Nein, nicht mehr. Nein, die hatten wir mal. Nein, die gibt es nicht mehr. Ja, die hatten wir in 2 Farben vor Jahren, in diesem Weiß und in dem Braun. Ja, nee, gibt es nicht mehr. Was es aber neu gibt und was ich super toll finde, ist diese Lampe. Wir haben die 2 Lampen. Die eine Lampe kennen Sie schon mit dem geraden Fuß. Und das ist eine Lampe, genau, und das ist eine Lampe, die ebenfalls mit einem USB-Stick aufzuladen ist, die oben, wo man ganz leicht drauf drückt und man hat diese 2 verschiedenen Farben an Lichter, also ein bisschen bläuliches Licht und ein bisschen warmes Licht, da muss man einfach nur oben drauf tippen. Und hier hat man die Möglichkeit, genau, und 3, ach Gott, Entschuldigung, 3 Sam und einmal drauf, ach Gottchen, perfekt. Durch Draufdrücken kann man es auch noch hin und her machen. Okay. Und der Riesenvorteil bei dem ist, dass man natürlich oben auf den Deck, also oben auf dem Lampenschirm ebenfalls mit Reispapier arbeiten kann. Und ich fand den Fuß so sensationell, den kann man wirklich auch toll, der ist ja so normal weiß hochglänzend, aber den kann man auch toll jetzt anpassen, das heißt schön mit Molds, hätte man auch die Girlande-Mold drauf machen können. Ich habe jetzt einfach den Anhänger mit dem Glaskapuchon innen drin genommen. Also die lässt viel Platz und viel Raum, sehr kreativ zu sein. Also da kann man sich wirklich austoben. Also normalerweise hätte man auch noch ein Spitzenband unten außen rum machen können, etc. etc. Also die lässt wirklich viel Raum dazu. Eine Frage, ja. Womit wird das Reispapier auf die Kerzen geklebt? Auf die Kerzen, das ist ja einfach Plastik. Ich mache das immer mit dem Keramisch. Das ist ja kein Kerzenwachs, deswegen brauchen Sie kein Candle Glue, sondern einfach nur den keramischen Kleber, weil das ist halt eine Plastikoberfläche, eine nicht saugende Oberfläche. Das Gleiche, was Sie nehmen, wenn Sie Acryl oder sowas machen. Einfach keramisch. So, das Motiv hat es mir angetan, gerade auf diesem Tablett finde ich ganz, ganz toll. Wenn man zum Beispiel auch so eine shabby chic, sage ich jetzt mal, Kommode machen möchte mit einer Schublade oder so, da fände ich das zum Beispiel auch toll, wenn man nur dieses Motiv dann auf dieser Schublade und sonst ist die ganze Rest der Kommode shabby chic. Also das ist so etwas, was mir extrem gut gefällt. Ja, dahinter ist die andere Variante
LED-Lampe, die Sie aber schon kennen. Sowas hatten wir schon mal. Die war allerdings damals direkt ausverkauft. Deswegen haben wir sie jetzt wieder gekauft. Genau, das ist die hat ebenfalls diese Möglichkeit. Das geht bei der nicht. Oder geht es bei der auch? Uiui. Wusste ich nicht. Ich meine, das geht nicht. Bei der musst du, doch, geht auch. Ach Gottchen. Da sieht man, dass ich überhaupt keine Ahnung habe davon. So. Und die hat halt einen weißen Fuß, hätte man jetzt auch anmalen können, aber da sie auch oben weiß hat und man das obendrauf nicht, da geht ja auch noch, ist ja auch noch mal Licht, das kann man jetzt nicht unbedingt mit, oder sollte man nicht unbedingt mit Reispapier überziehen, deswegen habe ich hier den Fuß auch weiß gelassen. Allerdings ist der Rahmen umgekippt, gell, der dahinter angelehnt war. Gell? So. Eine Frage, ja. Es sollten noch neue Schilder zum Basteln kommen. Nein, es sind nicht diese Schilder, es sind das Inlay der Schilder. Die Schilder sind ja die Molds, das ist ja das, was ich jetzt hier in der Hand habe. Das sind ja die Moldformen. So, und es gibt für diese Moldform innen rein, gibt es ein Papier, wo dann die, sage ich jetzt mal, einzelnen Wörter drin sind. Das wird kommen und was auch kommen wird, da habe ich mir allerdings eben schon einiges wieder rausgeschnitten. Das ist dieser Bogen, wo die Sprüche drauf sind, die dann angepasst für die großen beziehungsweise auch für diese ganz kleinen Schilder von der Mold sind. Da kann man diese Sprüche dann ausschneiden und da drauf kommen. Und das kommt am, was ist das, Sam? 19. 3 Wochen? Oh. Nee, Karneval ist auch dazwischen. Ist vor, 9. Ich gucke gerade mal. 9. Ich gucke, bevor ich jetzt hier was Falsches sage, ist es denn wahr? Ist der 9. Am 9. Februar kommt das. Das kommt alles am 9. Februar. So. Und wie Sie den Sam kennen, kommt das schon früher rein. Gell? Was kommt früher? Die Transfers. Ach so. Ja, kommt das schon Wer früher weiß. so. Ja, jetzt sind wir... Jetzt muss ich nochmal was ansprechen, ja. Entschuldigung, ja. Mehrmals, das Knitterpapier. Ja, das Knitterpapier haben Sie eigentlich jetzt schon gesehen. Ich muss dazu sagen, dass das Knitterpapier bei uns auch das Weiße ausverkauft ist, das Pinke nur noch ein paar Stück da sind. Und ich habe jetzt das Knitterpapier deswegen nicht großartig jetzt gebastelt, weil sonst ist der Aufschrei groß. Das möchten wir nachmachen, aber Sie haben es ja nicht mehr, gell, so ungefähr. Also ich habe das Knitterpapier einmal benutzt, haben Sie eben gesehen. Hinter jedem hier, das sieht nämlich auch toll aus, hinter jedem, aber dafür ist es nicht gedacht, sondern einfach nur als Idee. Und dann kommt das gleich, Sam. Hast du denn, ja gleich kommt es, wir versuchen zu dimmen, damit Sie sehen, wie schön es ist. So, jetzt sind wir aber erstmal nochmal bei den Tüten, was der Sam eben schon gezeigt hat mit dem Herz. Das sind diese, daneben ist auch, ach, den könnte ich jetzt fast trinken, wenn ich ehrlich bin. Kalt genug müsste er sein, gell? Hier drin. So, auch mal so eine andere Idee. Ich habe jetzt da zum Beispiel mal einfach Blumen in die Tüte reingetan. Ist auch mal so, je nachdem, wie man was dekorieren will. Das sind natürlich Trockenblumen, gell, keine Frischblumen. Aber man kann, wenn man innen zum Beispiel so ein bisschen Plastik macht, finde ich das auch eine schöne Idee. Ist sowieso eine gewisse Art von Trend inzwischen, dass man in Kisten so Blumensträuße verschenkt. Also das könnte man mit diesen, so kleine könnte man mit diesen Tüten auch machen. Aber eigentlich sind sie gedacht, sage ich jetzt mal hier, für die Pikolöchen oder für halt sonstige schöne, süße Geschenke. Außerdem finde ich die Motive tatsächlich so, dass sie nicht unbedingt zwingend für Valentine sind, weil da ist kein Herzen im Moment drauf, sondern es ist halt ganz klassisch die Rosen mit ein paar alten Schriften. Die kann man schon schön für eine Kleinigkeit, egal wann, immer verwenden. So, und ich habe sie jetzt hier kombiniert mit unserem weinroten Band. Sie wissen aber, dass wir die in 3 Farben inzwischen haben. Ja, nee, leider nicht mehr. Schon wieder ausverkauft? Was Ich ist glaub, so ausverkauft? gut wie, Ha? ja. Ich meine, die sind alle 3 weg. Was? Ja, ja. Okay, gut, dann sage ich nichts mehr. Ich habe nichts gesagt. Aber es wir kommen spulen irgendwann jetzt neue. wieder zurück. Ich habe nichts gesagt und wir bestellen neu. Okay. Eine Frage Ja. noch zur Metallgans. Wird die nochmals bestellt? Waren die jemand, wir haben ja 2 übrig. Sind die in den Shop gekommen? Die sind beide ausgegangen.
und sind auch ausverkauft. Nee, die werden nicht mehr bestellt. Aber warten Sie ab. Wir haben, ich glaube, 7 oder 8 Paletten Frühlingsdeko von laufenden Gänsen bis zum fragen Sie mich nicht was. Also wir haben die tollsten Sachen. Warten Sie die nächsten 2 Livestreams ab. Es ist wirklich sensationell, was da kommt. Kannst du es noch dunkler machen? Nee, das ist jetzt so, lass es doch, fang doch so an. Wenn du die Kamera nicht ausmachst, so, da haben wir unser Tütenpapier. Weil dieses Knitterpapier hat natürlich diese unheimlich schöne, sag ich jetzt, Struktur. Natürlich kann man damit Geschenke einpacken etc. Aber solche Lichter damit zu machen, ist einfach, da ist es prädestiniert für. So, jetzt musst du es wieder heller machen, damit man, ja, so sieht man es noch ein bisschen besser. Ist es einfach prädestiniert für. Und egal, ob Sie das einfach so als Deko auf den Tisch tun. Und wir haben einfach da unsere LED-Lichter reingetan, also unsere, wir zeigen es gleich. Einfach die kleinen LED-Lichter reingetan, also keine echten Kerzen, sondern die LED-Kerzen da reingetan. Und es ist ja so simpel gemacht mit dem einfach diese viereckigen, sag ich jetzt mal, Tüten. Man kann es oben noch umnähen, man könnte es falten etc. Aber das ist wirklich, das Knitterpapier ist prädestiniert dafür gemacht. Oder auch, wie ich es hier gemacht habe, in diese Metalleimerchen reingetan und da habe ich jetzt so einen Puffel und so ein Herz, sehen Sie, das ist einer von unseren Styroporherzen, da habe ich dann von dem Band nur ein Herz ausgeschnitten, dann das andere wieder draufgeklebt. Also da kann man so einiges machen, wenn man so eine, sag ich jetzt mal, Valentine-Deko machen will, so richtig volle Pulle mit Rot und Pink und Weiß dazu, da sind diese Puffels wieder einfach rein. Sie werden sie sehen, wir werden sie das nächste Mal, werden wir die natürlich eigentlich mit den Hühnern zusammen kombinieren. Die sind eigentlich für die Hühner und die Gänse und das Ganze gedacht, weil die sehen total süß aus so dazwischen. Aber man kann sie auch einfach so abschneiden, hinlegen, so ein Herz drauf, das sieht einfach nur toll aus. Und hier haben wir dann die Herzen rot angemalt. Ich habe das jetzt kombiniert. Man kann natürlich rot anmalen und dann lackieren, damit die den Glanz haben. Was ich gemacht habe, ich habe erst mit dem Matt angemalt, weil das Matt ein bisschen deckender ist als Glossy und anschließend habe ich mit Glossy noch einmal angemalt in der gleichen Farbe und dann hatte ich mit 2 Schichten das relativ gut deckend und das Styropor war kaum mehr zu sehen und sah toll aus. Aber hier halt einfach mal so ein bisschen so Valentine-Deko, sage ich jetzt mal doch eine ganz, ganz günstige Valentine-Deko. Und dann sind wir auch wieder beim Thema Hochzeitsdeko oder so etwas, wirklich aus diesem Papier solche Tüten zu basteln. Man kann sie auch aufhängen oder so. Es ist ganz leicht und Sie sehen einfach, das Licht dahinter sieht einfach nur toll aus. Einfach so, wer so eine Tischdeko machen möchte in der Richtung, es sieht einfach fantastisch aus. So, jetzt basteln wir, oder? Ich würde sagen, wir basteln mal. Wir haben hier einiges, ich fange mit dem Layout an, oder ich fange mit dem Herz, nee, ich mache mal ein Herz. So, bevor ich da hingehe, gehen wir jetzt noch mal gerade zu unserem Roses Papierset, weil da sind auch die Sachen, die es einzeln bei uns gibt, alle drin, sodass ich die in dem Moment auch direkt alle Ihnen zeigen kann. Ich bin verliebt in diese Herzen. Ich habe jetzt gerade mal, ich denke... Ich hätte aber noch eine Frage. Ja. Könnte es mal ein Set geben mit kleinen Schildern für Karten, Glückwünsche zum Geburtstag und Ähnliches? Das haben wir aber. Wir haben, Sam, jetzt tu mir mal einen Gefallen, bring mir mal, wir haben 3 Sets allein mit so kleinen Schildern. Die ausgestattet. Ja, wir haben 3 Sets. Wo das, also die wir eben gezeigt haben und dann gibt es noch die schmalen, also wir haben sowas, haben wir eigentlich. Er soll sie mal bringen, dann können Sie mal sehen, was da drauf ist. Hätte ich noch kurz eine Frage? Es sollten neue Holzschilder zum Basteln geben. Ja, die geläserten. Wann ja, kommen die ja. ungefähr? Da sind Herzen dabei, die sollten auch heute sein. Also
Haben noch nichts davon gehört, der Sam hat mehrfach angerufen, haben nichts davon gehört. Wir wissen nicht, wann das kommt. Ich weiß auch nicht, was im Moment los ist. Man darf nicht vergessen, dass Anfang Februar die Messe ist. Also viele, das heißt in Frankfurt die Fachbesuchermesse. Und viele der Firmen sind jetzt schon, sage ich jetzt mal, nicht mehr erreichbar, nicht mehr da. Und das ist eine der Probleme, weswegen man um diese Zeit ganz schlecht irgendetwas bekommt, egal wann man es bestellt hat. Auch danach ist Neujahr in China, da kriegst du den ganzen Februar kriegst du keinen. Aber diese Schilder, die sollten kommen, das sind die gelasert, sind ganz toll, oval mit gelasert außenrum, Herz mit gelasert außenrum. Aber er konnte uns nicht sagen, wann er die liefert. Also das ist, sage ich jetzt mal, in den Sternen, wann das kommt. Keine Ahnung. Frage, wir hatten mal Tütenschablonen. Kommen die nochmal in den Shop? Nein, die kommen auch nicht mehr. Ich müsste neue machen. Ich kann, also wenn es Interesse daran liegt, aber ich denke einfach, wenn man diese Prägeboards hat, und da lohnt sich, die kosten 20 €, die lohnen sich so sehr, so ein Prägeboard zu kaufen, wo ich das letzte Mal auch mitgemacht habe. Weil egal was man, wenn man jetzt sagt, okay, man bastelt ein bisschen mehr Papier, egal was man macht, man kann immer mit diesen Prägeboards arbeiten und man kann wirklich tolle Sachen damit machen. Hast du mir jetzt mal, ja, das ist toll. So, dann tun wir jetzt gerade mal kurz unterbrechen, weil ich glaube, das ist etwas, wo jeder gerne mal guckt. Also, wir haben einmal, das ist das, was wir jetzt benutzen. Was soll das heißen? 24. Das hat die Artikelnummer GE 24. So, 024. Und auf diesen sind, ich zeige jetzt nicht alles, ein kleiner Blumengruß für dich. Eine Kleinigkeit für dich. Es gibt etwas zu feiern. Ohne dich geht es nicht. Zum Valentinstag, liebe Grüße. Mit dir ist das Leben wunderschön. Beste Wünsche, gute Besserung. Willst du der eine oder andere nach vorne, damit wir ein bisschen näher kommen können? Wohin soll ich das tun? Zu mir, meine Kamera. Genau. So, Kommunion, Konfirmation ist da drin. Also ich tue sie jetzt nicht alle. 48 Stück, 48, ich glaube 24 unterschiedliche Sprüche sind das. Also das sind einmal die. Das ist die Nummer GE 024. So, dann haben wir, ich tue das mal wieder rein und das drauf. Dann haben wir, die meinte ich, und die sind, da ist wirklich so alles drin. Das ist GE 83. Oh. Da sind goldene Rahmen drin und kleine, da ist Trostpflaster, ganz liebe Grüße, Seelentröster zum Ehrentag. Alles Liebe, herzlichen Glückwunsch, alles Gute, Glückspilz, ein Mädchen, ein Junge zur Hochzeit, für die Zukunft. Eine süße Kleinigkeit, Göttchen, da ist zum Geburtstag, von Herzen, Wundertüte zur Geburt, zur Verlobung, also Leckerei, da ist süße Küsse, Gesundheit, Vermählung, beste Wünsche, Lieblingsmensch etc. Also da ist alles voll mit kleinen Sprüchen und dann sind noch solche Rahmen dabei. Das ist GE 83. GE minus 3. Insgesamt 118 von diesen Teilen. Und die muss ein anderer gleich wieder hier rein tun. Nicht ich. Ich tue das jetzt mal hier zur Seite. So. Dann gibt es noch diese für Süßigkeiten, wer süß mag, das ist GE 038. Das ist, also, sage ich jetzt mal, die ich eben gezeigt habe, diese viel Erfolg und das hat diesen riesen Vorteil, dass sie halt absolut neutral sind alle in goldener Schrift, sind alle klein und man kann das Weiß, wenn man möchte, wem es zu weiß ist, natürlich mit Stempelfarbe auch noch einfärben und dann hat man es immer passend, wie man es haben möchte, weil das Gold ist ja
ein Foliendruck da drauf. Es ist auch richtig tief drin. Das heißt, da passiert ja nichts, wenn man das Ganze einfärbt. Also das ist etwas, was ich meine, was man immer braucht. Jetzt sehe ich gerade, ist natürlich auch toll, dieses typische hier, ein paar Mäuse für Geldgeschenke, oder? Wenn man das mit Mini zum Beispiel, mit dem Papierset Mini kombiniert oder den gelaserten Elementen von Mini, wo die Mäuschen da überall rumlaufen, das finde ich, wäre auch so was Süßes. Egal, da ist wirklich 118, das ist wirklich was ganz Tolles. So, und dann haben wir noch diese hier, das sind nochmal 36 und da geht es komplett um Schokolade. Das heißt, vor Schokolade kannst du dich nicht verstecken, sie findet dich. So, da scheinbar immer 3, das heißt, da gibt es 12 verschiedene. Und dann geht es hier weiter, ich zeige jetzt nicht alle, aber wer jetzt gerne, das ist so dieses typische, wer Schokolade verschenken möchte, der kann das dran geben. Das finde ich auch immer, ist immer eine super Sache, wenn man dann immer so süße Schilder hat, die man dann dementsprechend an diese Karten dran tun kann, etc., etc. Gell? So, also das sind diese 3, sage ich, Sprüche. Und dann haben wir natürlich auch noch, die hat er jetzt nicht mitgebracht, aber wir haben auch noch 2, glaube ich, 2 verschiedene gelaserte Elemente mit Weihnachtssprüchen. Und ich glaube, da haben wir eigentlich fast alles abgedeckt, was man so abdecken kann, wenn man jetzt noch die Transfersprüche nimmt. Das sind so Weisheiten. Außerdem haben wir ja fast immer Sprüche auch unterhalb von den Papieren. Also da gehe ich von aus. Aber es kommen bald bestimmt noch welche. Was, wenn du das sagst? So, jetzt gehen wir mal zum Papierset Roses. Und da gibt es dann diese 2, Moment, wo ist denn das andere? Da drunter. So, genau, gibt es diese 2 Papiere mit Mittelpunkten. Die gibt es natürlich auch einzeln bei uns, aber ich bin jetzt bei dem Papierset. Gibt es die 2 typischen Mittelpunkte, total verspielt, romantisch. So, dann gibt es diesen Bogen mit allen möglichen Größen, die wir als Glascabochon haben, von Großoval, kleines Oval, dickes Oval, 3 verschiedene runde Größen und dann noch die viereckigen Größen. Und wer zum Beispiel das Herz-Glascabochon nimmt, der kann das hier drauflegen, das passt auf die großen Runden. Ja, da hat man dann die kleinen Sachen noch dazu, dann hat man die sogenannten Tags, wie wir sie nennen, das heißt, das sind die Abschnitte, da haben wir so Postkarten drauf, auch typisch mit diesen Engelchen und den Rosen. Und auf der Rückseite sind die Postkarten in etwas kleiner. Und dann haben wir das zweite. Da haben wir auch auf der einen Seite große und auf der anderen Seite kleine. Also alles so in Postkartenform, dass man die schön drehen kann, dass man die dahinter setzen kann, damit man dann verschiedene Ebenen gestalten kann. Und das Papierset an sich besteht aus 2 Designs und jedes Design ist dann 2-mal da enthalten. Also da haben wir wieder diese 4, sag ich jetzt mal, klassischen Rosenmotive. Und auf der Seite haben wir dann eine verliebte Dame, die einen Liebesbrief liest, sage ich jetzt mal. Und hier unten haben Sie die Bordüre, wo ich die Rahmen draus gestaltet habe. Und das zweite Papierdesign ist dann dieses hier, schön mit dem Kranz und Schleife und halt immer Rosen. Und dann das große, die Liebesbriefe mit den Rosen als groß, sage ich jetzt mal, Hintergrundlayout etc., was Sie halt gerade damit machen wollen. Und dann unten die Bordüre. Das heißt, das Papierset besteht aus 4 Papieren, 4 Tags und 3-mal diese A4-Bogen drin. Das ist das Papier. Alles natürlich auch einzeln zu bestellen, wer es halt nur einzeln haben möchte. So, jetzt legen wir doch mal los
wenn ich würde jetzt mal, wir machen gleich auch eine Karte oder ein Layout. So, was übrigens zu dem Papierset passt, wer vielleicht noch zu Hause die gelaserten Elemente Wien hat, da sind ja bei Wien sind ja ganz viele Rosen drin und die passen von der Farbgestaltung auch noch dazu. Das kann man auch schön kombinieren, wenn man das möchte. Das ist Wien, das war das Set, was wir, keine Ahnung, wann hatten, im November oder so. Gell? So, jetzt bin ich ein bisschen überfragt, ob die hier drauf passen. Die passen da drauf, das ist doch fantastisch. Dann machen wir das doch mal, weil wir haben diese Herzen zwar jetzt hier immer mit dem Reispapier gestaltet, aber das ist ja nicht zwingend. Man kann diese Herzen ja auch wunderbar, ich hoffe, dass das funktioniert und ich nicht eher das Herz zerstöre mit meinem scharfen Messer, wunderbar mit dem Papier gestalten. So, bin nicht sicher, dass ich da durch bin, aber doch ganz gut, gell? Nur hier ein bisschen nicht. Doch, perfekt. So, dann machen wir natürlich beide Seiten, also das sieht doch schon toll aus. Und auf der Rückseite nehmen wir dann diese einfache direkt hier unten drunter. So, die Herzen gibt es natürlich auch bei uns im Shop. Und, du sollst auch gleich eine Karte machen. Wie bitte? Du sollst auch gleich eine Karte machen. Mache ich. Ich mache auch gleich eine Karte. Siehst du? Jetzt weiß ich, warum ich gekommen bin. Um mir das mitzuteilen? Ja, ja, ich mache alles. Und ein Layout mache ich auch. Oder wie viel Uhr haben wir? Doch, das schaffen wir doch, oder? 20. Hä? 20 Uhr. Na also, eine Stunde. Das ist doch Wahnsinn. So, ja, wenn man das jetzt klebt, mache ich das am liebsten mit Express-Glue, aber nicht so viel, also nicht so üppig. So. Und ich mache, wenn ich das jetzt hier drauf gebe, sehen Sie, wie bei den Glascabochons, reibe ich ein bisschen hin und her, dass ich das schön deckend hier drauf habe. Dann die andere Seite. Ich möchte, wenn ich das zu dick machen würde oder zum Beispiel mit dem Decoupagekleber, dann würde sich das Papier wellen, weil das ist ja kein Reispapier. Das ist ja normales Papier so. Und ich will ja nicht, dass sich das wellt, sondern dass das schön hier drauf trocknet. Muss man gleich mal gucken. Kann sein, dass ich vielleicht irgendwo an der Seite nicht genügend Kleber hatte. Dann muss man nachher mal nachkleben. So, was ich immer mache, ist dann auch mit so einem Schleifschwamm. Einmal, sehen Sie da, ne, es ist noch nicht trocken, trocken wäre es schon, gehe ich einmal hier diese Seiten lang, raue die im Grunde genommen etwas auf, aber mache mir das Papier auch, dass das schön um diese Rundungen herum ist, dass da nichts übersteht. Zu Hause lassen Sie das Papier erstmal antrocknen, bevor Sie das machen, damit sich das nicht verschiebt. So, dann hat das so einen schönen hellen Rand hier außen rum und dann können Sie, wenn Sie wollen, und dann hat man sofort dieses etwas Vintage-mäßige mit dem Blending-Tool und mit der Stempelfarbe das ein bisschen so auf Vintage alt, ein bisschen braun machen. Das ist die eine Seite. Hier wiederholen wir das Ganze. Damit man diesen, hier oben hatte ich eine Ecke, sehen Sie, dann kann man das Papier auch wegnehmen, was ein bisschen zu übersteht. So, und auch jetzt hier einmal so das bisschen braun machen. So. Dann nehmen wir dieses kleine, wo ist das schmale? Das schmale Herzenband haben wir ja gesagt, das passt perfekt dazu. Das machen wir jetzt auch, bevor wir das fertig machen, dass wir das hier einmal hier so außenrum machen, ja, damit das gut aussieht, dann sieht das schön aus. Ich würde das jetzt gar nicht anmalen, braucht man auch nicht. So, jetzt mache ich hier ein
bisschen Heißkleber. Sie sehen, dass ich das auch nicht deckend mache, sondern nur immer so ein bisschen. Fangen wir da an. So, dann hat man das schön da rund. Und hier gehen wir nochmal das Ganze zurück. Und nachher können wir oben immer noch eine Schleife oder sowas machen. Jetzt geht es erstmal darum, dass man diese Basis hier hat. So, ja. Und jetzt sagen wir, wird das unsere Seite, die wir bebasteln. Und im Grunde genommen arbeiten wir jetzt genauso, wie wir auf einer Karte arbeiten würden. Das heißt, jetzt gucken wir mal, was wir so haben. Ich würde jetzt hier, weil das nicht so groß ist, würde ich mit so 2 kleinen Sachen an der Seite anfangen. Die sind ausgeschnitten, das sind die Teile von den Abschnitten. Ich raue mir die jetzt an. Und auch hier. Und mache die mir auch ein bisschen braun, damit sie so ein bisschen auf alt aussehen. So, und auch hier das Ganze. So, die kommen gleich an die Seite. So ein bisschen, na, so. Damit die nachher hier so ein bisschen abstehen, klebe ich die hier, aber hier mache ich ein Pad, also ein 3D-Pad drauf, so etwas, oder eine Rolle halt. Gell? So, das heißt, ich lege die so gefaltet hier dahinter, schneide ein bisschen ab und hier kommt dann Kleber drauf, damit das da hier fest sitzt, aber hier absteht, damit es da etwas höher ist, damit ich das Dreidimensionale habe. So, jetzt kann ich natürlich überlegen, was ich mache. Ich würde jetzt einen unserer Rahmen nehmen und zwar um mehr Dreidimensionalität hinzubekommen, also um dieses Layering hinzukriegen. Den wird man nachher fast nicht sehen. Ist er aber nicht da, dann fehlt was. Das ist einfach so. So, jetzt können wir theoretisch, wenn wir wollten, sehen Sie, jetzt habe ich diese Höhe, könnte man so etwas machen, aber man könnte auch ein bisschen etwas Kleineres. So, es gibt diese Blumen bei uns, die sind alle perfekt und halt geeignet für Valentine. Die haben alle verschiedene Rottöne. Wir haben dieses Groß, alles schön mit Strass und Perlen innen drin. Diese ganz kleinen, die finde ich total süß mit dem Grün dahinter. Und halt die komplett 3 verschiedene Rottöne, die passt natürlich auch perfekt, weil wir in dem Papier ja auch verschiedene Rottöne haben. So, und jetzt fangen wir mal an. Dann muss ich mir das eine nochmal rausholen, diese größeren. Und da sind auch Blätter dabei. Es gibt aber auch nochmal extra Blätter bei uns. Die habe ich jetzt nicht da. Jetzt könnte man sich überlegen, ob man vielleicht, ja, Lieblingsmensch wäre doch schön, gell? Ob man vielleicht auch einen von diesen Sprüchen mit benutzt. Das wäre mir jetzt hier zu weiß. Deswegen mache ich den jetzt ein bisschen, sag ich jetzt mal, angepasst, ein bisschen älter. Und das ist das, was ich meinte. Dieses Gold, das ist so stark, da können Sie mit jeder Stempelfarbe drüber gehen. Ich kann jetzt hier nochmal mit dem Tuch drüber gehen, um das Gold ganz sauber zu machen. Und dann können wir uns nachher überlegen, wo wir das Ganze hin tun. So, jetzt fangen wir erstmal an mit einer Blume hier an der Seite, weil wir ja verschiedene Lagen machen möchten. Jetzt setzen wir hier auch noch eine hin. Und dann überlegen wir uns mal, was wir da reinsetzen. Das wäre natürlich auch schön. Da haben wir ja schon diese Herzen da an die Seite gemacht. Könnten das so leicht schräg hier so da reinsetzen. Oder, ich gucke, was ich noch hier habe. Vielleicht eher ein Herz und das später genommen. Dieses Herz hier reinzusetzen. Das fände ich noch persönlich schöner, dieses Herz. So, was wir bei diesem Herz noch nicht gemacht haben, ist ein bisschen braun
Und ich würde dieses Herz wenigstens einseitig auch mit ein bisschen, sage ich jetzt mal, Spitze hinterlegen. Das heißt, auch hier werde ich jetzt wieder das Ganze biegt sich jetzt auch. Gell? Das geht darum, dass man das auch ein bisschen alt hat. So, jetzt könnte man, wenn man wollte, sagen, okay, ich will jetzt zum Beispiel auch hier das ein bisschen ganz klein, jetzt muss man echt so ganz klein noch eindrehen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel das so mache, dann wäre das schön, das leicht einzudrehen, dass das jetzt hier nicht über das Herz an sich hinausgeht. Und dafür würde ich jetzt natürlich diese Seite auch noch mal ein bisschen braun machen, damit, wenn ich es drehe, dass da nicht schneeweiß ist. Und ich mache es jetzt mit Heißkleber, geht aber besser. Wenn Sie das jetzt mit Expresskleber machen, müssen Sie nur ein bisschen halten. Das heißt, Sie drehen das über den Kleber ein, damit das hier bleibt, damit sich das nicht wieder ausrollt. So, und dann kann man sich überlegen, wo setzen wir das drauf. Ich fände das so eigentlich ziemlich schön. Und jetzt denkt man, okay, wo machen wir jetzt diese Spitze hin? So, diese Spitze ist weiß und ich würde sie jetzt hier an die Seite machen. Könnte man auch nur eine Seite, also nur die Hälfte hiervon nehmen. Die sind ja auch so, sage ich jetzt mal, so perfekt, dass man die so in der Mitte toll durchschneiden kann, ohne dass was passiert. Und das würde ich jetzt auch machen. Ich würde jetzt hier ein bisschen Spitze nehmen und würde die auch so ein bisschen gewurstelt dahinter tun. Und auf der anderen Seite auch. Da ist es ja etwas länger. Da braucht man, so, das ist mir jetzt aber auch zu weiß. Und jetzt mache ich genau das gleiche wieder. Ich gehe jetzt hier mit meinem Blending Tool da drüber und mache diese Spitze, wie man sieht, farblich. Ich passe sie mir farblich an. Ich könnte mal ein bisschen näher rangehen. Dann können Sie das noch ein bisschen besser sehen, oder? So. Genau, und dann machen wir die andere Seite auch mal noch ein bisschen braun. Das ist jetzt leider aus dem Bild. Jetzt machen wir das so. So. Okay, und dann mache ich das. Achten Sie auf Ihre Finger, wenn Sie das jetzt machen, dass sie nicht sich verbrennen. Und dass Sie die Spitze andersrum halten, wo sie brauner ist. So. Und jetzt tue ich die ein bisschen hier so krumpeln, gell, dass ich die in Etappen so da drauf klebe. So. Dass die so kleine Wellen hat. So, hier fehlt noch ein bisschen ein Tropfen. Sehen Sie mich? Ja, du hast vorne, danke. Weil jetzt, da muss ich immer gucken. So. Ja, das sieht doch total süß aus, wenn man jetzt guckt. Gell, wenn das so ein bisschen dahinter ist. So, und jetzt machen wir das Gleiche auf der anderen Seite. Wenn wir das nachher hier so draufkleben. So, genau, so machen wir das auf der Seite noch. Und auch da. Das Ding ist, dass irgendwann hat man die ganzen Finger voll Kleber und da bleibt alles dran hängen. So, fangen wir mal hier an und versuchen das Ganze wieder zu ein bisschen so, ein bisschen so. Ja, oder? Das sieht doch schon total süß aus. Zack, so. Gell? So, gerade so mit dieser wurscheligen Spitze. So, jetzt ist natürlich, nee, doch, machen wir nicht so. Ich war jetzt schon fast am Überlegen, ob ich das tatsächlich so ein bisschen da rein drücke. Nein, aber habe es mir jetzt wieder umüberlegt. Gehe jetzt mit einem Doppelklebe. Und jetzt könnte ich es, würde ein bisschen, aber ich gehe noch eine zweite drauf, damit es eher, sage ich jetzt mal, eher absteht, als reingedrückt wird. So. Und jetzt, bevor ich es festdrücke,
die Spitze alle nach draußen, alles gucken, inwieweit, und jetzt drücke ich es fest. Dann habe ich richtig schöne Layering. So, jetzt müssen wir natürlich auch noch Blümchen hinmachen. Geht gar nicht anders. Hier unter der Lücke sollte auf jeden Fall, kann man dann eine kleine Blume, dann hier nochmal eine und ein Mini-Teilchen hier hinmachen. So, das sieht doch schon mal süß aus. So, und jetzt muss man überlegen, wo setzt man den Lieblingsmensch hin. Ich persönlich würde ihn hier irgendwo hinsetzen, oder? Ja, so. Und das ist mir aber auch noch ein bisschen zu sauber. Deswegen mache ich hier jetzt auch noch mal ein bisschen. So. Und da könnte man, weiß nicht, ob das ist, ich gucke jetzt erstmal, also weil ich habe mir keine Gedanken, ob das zu übertrieben ist oder ob es geht. Aber es könnte süß aussehen, wenn man vielleicht auch hier ein bisschen Spitze macht. So. Jetzt allerdings nicht gekrumpelt, sondern einfach ganz gerade. Oder? So, dann kommt hier ein bisschen Kleber dran und dann braucht man hier noch eine kleine Blume dran und dann würde ich schon sagen, ist das Herz fertig. So, dann könnte man jetzt so, oder? Es sieht doch süß aus. Jetzt hat man diese verschiedenen Höhen. Was ich jetzt auf jeden Fall noch mache, ist wieder ein bisschen dieses Trockenpinseltechnik. Jedes Mal nehme ich einen neuen Pinsel, wo ich den mal ein bisschen abtrocknen. Ja, das Schlimme ist, man kann den Pinsel schlecht liegen lassen, dann wird er hart. Aber wenn er zu nass ist, ist er auch nicht schön. Ja, jetzt machen wir hier wieder ein bisschen das Ganze ein bisschen schäbiger. Die Blumen wieder ein bisschen angepasst. Hier kann das auch wieder drüber. So. Und jetzt, glaube ich, ist das ein ganz süßes Herz geworden. Und man kann, wenn man will, natürlich jetzt das auch aufhängen oder hier noch eine Schleife hinmachen. Also da kann man machen, was man möchte. Ich drehe es jetzt noch einmal um nach hier. Okay, und dann kann man das einmal noch mal angucken. Im Grunde genommen ist das fast identisch, wie wenn man jetzt eine Karte bastelt. Aber wir basteln jetzt noch eine Karte und basteln auch ein Layout. Und es ist natürlich schön von beiden Seiten. Ja, so, für ein Geschenk fände ich das ganz toll. So, jetzt machen wir gerade mal eine Karte. Und ja, wie viel Uhr haben wir? 20:16 Uhr. Ja. Gut, ich bin gerade am Überlegen, ob wir eine Pop-up-Karte machen oder ob wir eine einfache jetzt machen. So, jetzt brauchen wir gerade, ich habe gar nichts zurechtgeschnitten. Jetzt nehmen wir gerade mal das. Zack, 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 große Schere, wo ist sie? Eben doch noch da gehabt. Ist doch nicht wahr, oder? Da. Direkt vor der Nase. So, was wir jetzt ein bisschen machen, wir benutzen jetzt ein bisschen auch diese Reste von hier. Es gibt ja eine Unmenge verschiedene Arten, wie man Karten machen kann. So, ich muss mal gucken, ob ich Bordüren ausgeschnitten habe hier irgendwo. Wo sind denn überhaupt meine? Weg. Dann schneiden wir sie gerade aus. Mit einer Schneidemaschine ist das natürlich immer etwas sauberer als von Hand, aber das kriegen wir auch hin. Machst du jetzt eine Pop-up-Karte? Nein, ich mache jetzt erstmal eine normale Karte. Wenn eine Pop-up-Karte gemacht werden soll, mache ich die auch gleich. So. Ja. So, okay, die muss etwas kleiner noch sein. Weiter weg machen. Okay, zack, 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 zack. Ah, sorry.
Wir haben eine Fernbedienung und damit kann man auch die andere Kamera bedienen. Das ist das Schöne daran. Wenn ich hier oben das weghaben will, geht es da unten auch weg. So. Okay, das heißt, jetzt machen wir erstmal wieder die Seiten alle rauf. So, und jetzt überlegen wir uns, ob wir zum Beispiel hier mal so etwas machen, dass wir das hier so reingehen lassen. So, jetzt erstmal wieder ein bisschen braun. Muss mal gerade ein bisschen noch hier drauf tun. So. Oh, da ist jetzt ziemlich viel, aber egal. So, und hier unten. So. Ja, okay. So, wenn ich das hier jetzt aufreiße und das gleich hier rolle, dann muss ich ja was dahinter haben. Und dann kann man sich jetzt gleich überlegen, ob man diese Reste dahinter tut, sage ich jetzt mal. Oder was Kleines so. Oder vielleicht, das gefällt mir jetzt nicht so gut, vielleicht eher hier so eine Briefmarke oder so etwas von den Teilen hier. Ja, das fände ich süßer. Das ist noch besser, gell? Ja, das ist noch besser hier. Okay, das heißt, wir reißen das jetzt hier noch ein bisschen ein, drehen das Ganze hier, genauso wie wir das eben gemacht haben, ein und hier auch. Müssen das aber ein bisschen festkleben. Früher haben wir ja den Papierweichmacher gehabt, den haben wir nicht mehr, oder? Momentan nicht. Ja. So, den Sam, den muss ich mal wieder aufraffen, dass er den anmischt. Danke. So, weil dann der große Vorteil bei dem Papierweichmacher, falls Sie ihn noch haben, ist, dass Sie das eigentlich nur einsprühen müssen, dann das rollen müssen und anföhnen und dann bleibt das da. Das ist natürlich viel einfacher. So, jetzt machen wir hier rund. So, und was wir jetzt auch machen, ist, wir machen von der Rückseite ein bisschen Spitze wieder drauf. Das sieht immer süß aus, egal wie klein das ist. Jetzt haben wir richtig viel Farbe hier drauf. Mal gucken. Ah, geht. Nicht so doll. Ich dachte schon, es ist ein bisschen zu viel Farbe. So, und mal schauen, ob wir das in einem hinkriegen. Einmal so und dann wieder zurück. Und geht das kleben? Ja, sieht süß aus. Alles ein bisschen so shabby. Und dann können wir, hier brauchen wir auch nicht alles wegnehmen, sondern wir tun das hier hintersetzen. Und ich mache das auch immer, bevor ich klebe. Und zwar, weil ich sonst so perfekt das treffen müsste. Deswegen mache ich das direkt so hier hinter. Und dann habe ich das hier schon perfekt, wenn ich das hier so haben will. Dann hat man so ein kleines bisschen was anderes, was so diese Karten ein bisschen anders macht wie normale Karten. So, jetzt haben wir schon mal das. Das sieht süß aus. Wenn man wollte, finde ich, ja, könnte man jetzt hier ein kleines Blümchen dran setzen. Hier an dem Ende. Das sieht doch schon süß aus. So, jetzt fangen wir wieder an. In der Mitte, jetzt können wir mal sagen, okay, wir arbeiten nicht mit irgendwelchen Molds, sondern wir arbeiten rein mit dem Papier. Ist das die gleiche Bordüre? Ja. Wenn Sie das Papierset haben, haben Sie ja zwei Papiere, das heißt insgesamt 4 Bordüren. So, und jetzt setzen wir die schön so leicht übereinander. Aber ich mache das hinterher perfekt abschneiden
Und setzen jetzt auch wieder die Spitze hier hinter, dass das so ein bisschen so schräg gefächert ist. So, sieht man das oder bin ich aus dem Bild? Wenn jetzt hier mich ein bisschen... So, halt immer ganz leicht, einmal da drüber und hier und das gleiche hier wieder. Die ist ein bisschen elastisch und Rückseite halt. Brauchen keinen Heißkleber, gell? Sie können das mit jedem Kleber machen. Jetzt tue ich sie ganz glatt aufkleben, gell? Ganz glatt. Und dann kommt das hier auch ganz glatt drauf. Das heißt, erstmal wieder Kleber benutzen. Da kann man drüber gehen. So. Also der Heißkleber ist zähflüssig. Das ist Wahnsinn. So, und hier mal schneiden Sie natürlich jetzt perfekt ab an beiden Seiten, dass das stimmt. Und wir setzen die zweite Bordüre hier so rum hier drüber, ebenfalls wieder mit der Spitze, damit sich das Ganze hier irgendwie ein bisschen wiederholt. So, okay. Und auch die direkt aufs Papier, weil durch diese Spitze hat man ja sowieso schon was Dreidimensionales. Gell? So, dass das sich so wiederholt und dann jetzt hier perfekt abschneiden. Das sieht ja schon süß aus, gell? Wenn man schon so ein bisschen so etwas hat, was diese Karte etwas unterbricht. Wir haben es oben und unten. So, jetzt gucken wir, was wir da draufsetzen. Jetzt sind wir ja so schön waagerecht. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt würde ich das da draufsetzen, weil das so super schön dazu passt. Würde das natürlich noch ein bisschen hinterlegen, damit das nicht so normal ist. Und auch hier wieder immer mal schauen, wie viel wir dafür brauchen. So. Dann setzen wir das leicht so. Wenn wir das so, dann fehlt ja hier noch etwas. Könnten wir aber auch ein paar Rollen machen. Das heißt, jetzt geben wir das erstmal mit einem Pad auf das Papier, dass man dann den Rest drumherum machen kann. So, das sieht doch schon super aus. Und jetzt fangen wir erstmal an, setzen wir jetzt hier mal und eine grüne Blume hin. Grüne, das heißt, grüne Blumen sind für mich die mit dem kleinen grünen Teilchen hier. Die setzen wir jetzt da dran. So, was ich machen würde, ich würde die jetzt hier nicht komplett benutzen, sondern ich schneide das jetzt wieder, aber ein bisschen mehr durch. So, weil ich würde gerne ein kleines Schleifchen da draus machen. Und eine Frage. Ja. Mit was für einer Farbe sind die Schilder von den Molds gemacht? Das ist gelber Sand. Das heißt hier also gelber Sand und dann die flüssige Lasur Walnuss. Und dann einfach mit cremeweiß Trockenpinseltechnik. Das ist das hier, das hier. Ja. So. Okay. Jetzt machen wir unsere Schleife. Das ist jetzt nur mit der Hälfte gemacht, gell? Aber es sieht doch total süß aus, gell?
Und dann haben wir eine süße Schleife, die man jetzt hier noch so hinsetzen kann. Ja. Und dann kommen jetzt aber erstmal hier noch Blume und natürlich ein paar Schriftrollen, sage ich jetzt mal. Da gucken wir mal, welche wir von denen, die ich da noch habe. Das ist toll. So. Wenn ich das so gerollt habe, dann mache ich hier oben, was absteht, noch mal ein bisschen brauner. Und hier auch, damit es sich nicht wieder aufrollt. Und dann setze ich das hier an die Seite. Dann habe ich so eine gewisse Höhe dadurch bekommen. Muss ich schauen, bevor ich neu ausschneiden muss. Da nehmen wir die hin. Da, jetzt nehmen wir die kleine hier. Komm, die halbe war das doch, gell? Nehmen wir noch mal die halbe hier. Und, ne, so rum, damit man das dunkle Gelbe hat. So, gleich immer hier oben noch mal das Braun machen. Und dann, das ist dieser Rest, den wir da oben reingeklebt haben. So, mal gucken, ob das jetzt genug klebt. Das klebt. Setzen wir hier die Schleife. Na. Die sieht total süß aus. Und noch ein Mini-Blümchen hier oben drauf. Und dann würde ich sagen, ist auch diese Karte fertig, oder? Jetzt drehen wir das nochmal um. Jetzt können, nein, sehen Sie? Immer wieder. Und jetzt genau das gleiche noch einmal. Die Blümchen ein bisschen dieses saubere Rot nehmen, sagen wir es jetzt mal so. Indem wir da ein bisschen da drüber gehen. So, und das war es auch schon. Und jetzt stellen wir sie auf. Und da sieht man, wie süß diese Spitze auch aussieht, gell? Obwohl das weiße Spitze ist, einfach mit diesem Distressfarbe drüber gegangen. Das ist auch so schön, weil es so unterschiedlich ist, mal ein bisschen heller, mal ein bisschen dunkler. Und es ist immer in der Mitte durchgeschnitten. Das heißt, Sie benutzen immer nur die eine Hälfte davon. Und das sieht einfach total süß aus. Da kann man also ganz, ganz viel tolle Sachen machen. So, doch irgendwo habe ich das Ding. So, irgendwo habe ich es. Die süßen Kätzchen sollten wir zeigen. Die lustigen Kätzchen. Ich kann nur süßen Kätzchen. Nee, ich kann nicht mal süßen Kätzchen. Können wir süßen Kätzchen zeigen? Nee, gar nicht, ne? Wir haben gar nichts hier, nee. Steampunk können wir zeigen. Die süßen. Nee, Steampunk können wir auch nicht zeigen. Doch, die Laserkatzen oben. Okay, jetzt tue ich die Karte mal hier hinter, dann können wir das schöne Herzchen mal hier hinter tun. Hält das? Ja, so hält es doch, oder? Zwischen unsere Puffel. So, und jetzt muss ich jetzt gerade mal hier gucken, wo ich das Ganze, das ist ein anderes Board, als was ich zu Hause habe. Mal gucken. Ja. Kommen wir doch klar mit. Dürfte kein Problem sein, oder? Hoffe ich. So. Pop-up-Karte vom System her ist es immer das Gleiche. Ob Sie jetzt eine A6-Karte nehmen oder eine A5-Karte. Das heißt, die normalen Karten sind einmal geknickt, gell, in der Mitte. Wenn Sie eine Pop-up-Karte haben, dann müssen Sie, sage ich jetzt mal, die Vorderseite nochmal knicken, weil es muss ja irgendwo gegenkommen. Das heißt, wenn ich jetzt hier, was habe ich denn jetzt hier überhaupt
Hier sind lauter englische Maße. Viertel ist natürlich super jetzt hier. Seb, jetzt hast du mich hier kriegst mich richtig ran hier, um hier die Hälfte. Aber es ist egal, wenn ich hier auch die Hälfte nicht finde, von 6 müsste die Hälfte hier bei 3 sein. Ich mache jetzt hier einfach mal 3, das müsste schon stimmen. Dann haben wir hier so die Hälfte, genau. Das heißt, dadurch haben wir ja, ich muss ja jetzt das Papier zurechtschneiden, Herr von und zu. So, wenn das nicht ganz perfekt ist, ist es auch nicht schlimm. So, dann gucken wir jetzt mal, welches Papier wir nehmen. Das sieht aber nicht aus, als hätten wir da die richtigen Größenverhältnisse genommen. Aber es ist ja im Grunde genommen auch egal. So. Jetzt überlegen wir uns, welches Papier wir wo draufsetzen. Wo habe ich denn jetzt den Strich gemacht? Bei 3, dann müsste ich jetzt, was ist da? Bei 3, wenn ich jetzt schneide, müsste das eigentlich richtig sein, gell? Für diese Seite hier. Ja, ach Gottchen, ist ja perfekt. Und die andere Seite muss man ein bisschen abschneiden, weil die ist etwas kürzer. Aber das kriegen wir auch noch hin. Minimal. Uah. Das war natürlich nicht so gut. Gottchen, was ist das für ein Ding? Das habe ich gefunden. Das hat mir irgendwann mal der Sam gekauft. Und ich muss damit erstmal klarkommen. Das ist irgendwie mit einem Magneten drin. So. Aber das passt doch schon. Das habe ich gekauft. Das hier, Via Memories Keeper, das ist doch von dir. Das hast du mir geschenkt. Mal. So, das passt. So, das darf nicht an einem Stück sein, weil sonst biegt sich das hier nicht so gut. Gell? Deswegen 2 Stücke. Das passt. Wir machen sie jetzt wieder alle rau und braun und kleben das drauf. So. Ich weiß, es ist sehr wenig Interesse für Steampunk bis jetzt. Ja, ist ja nicht schlimm. Kann mir nicht vorstellen, dass einer das sehen will. Dann zeigen wir es nicht. Oder? Erzählt der Sam wieder Unsinn? Ja, gell, habe ich mir schon gedacht. Irgendwie. Das ist nur, weil der Sam dafür hochlaufen muss, gell? So, okay. Okay. Das haben wir diese Seite. Jetzt, Sie zu Hause können das alles richtig abmessen. Jetzt, damit wir schneller zu Potte kommen, sage ich jetzt mal, muss das jetzt hier mal so. Das ist perfekt. Jetzt hier müssen wir auch 2 Hälften haben, damit wir etwas haben, dass das dagegen aufgestellt wird. Ja, später. Jetzt mache ich die gerade fertig. Jetzt hat er sie doch mitgebracht hier schon. Jetzt. So. Jetzt ist das auch schöner zu machen, wenn man das jetzt zum Beispiel mit dem Expresskleber macht. Gell? Da ist es wirklich besser. So, jetzt überlegen wir uns mal, nehmen wir das nächste Papier, was wir dann, weil wir wollen ja auch noch eins hochsetzen. Nehmen wir gerade mal das. Ist natürlich auch nicht perfekt geschnitten. Ah, ich hätte eine Idee. Ja, so, jetzt machen wir erstmal hier genau das Gleiche. Halten das hier bei 3 hin und dann wird es schon irgendwie richtig sein. Wie wir schneiden, jetzt gucken wir mal, wollen wir das jetzt, wie hoch wir das ist sehr hoch, aber das ist, finde ich, gar nicht verkehrt. So, wenn wir das so hoch machen, gell? Und dann geht die andere Seite. So, damit das irgendwo hängen bleibt hier und nicht umkippt, muss hier eine Höhe sein. Jetzt kann man unterschiedliche Höhen machen. Man kann es jetzt zum Beispiel mit so einem Schaumpad hier vorne hinsetzen. Da hat man aber immer das Risiko, dass es an der Seite noch klebt. Deswegen habe ich das lieber mit so einem Eisstiel gemacht. Aber man kann auch ein Stück Pappe dahinter kleben. Vollkommen egal. Man muss nur
eine gewisse Höhe haben, damit das dagegen stehen bleibt. So, jetzt machen wir hier wieder ganz schnell. So, und das machen wir jetzt hier. Und setzen das, ich hoffe, man sieht mich noch, nee, setzen dieses Eisstiel jetzt hier, dann habe ich die Höhe. Den Rest klebe ich wieder direkt auf das Papier. So. So, jetzt habe ich diese Höhe, also das, wo nachher meine Pop-up-Karte gegen steht. Gell? Du musst mal von vorne kommen, bitte. Gell? Die bleibt jetzt hier, wenn sie aufgeklappt ist, bleibt sie jetzt so dagegen stehen. Gell? So. Und jetzt machen wir natürlich hier innen auch noch, das ist die, wo ist die andere Seite eigentlich von dem Papier? Auch egal. Es wird immer besser hier. Dann haben wir einfach ein anderes Papier hier. Nehmen wir die Rosen. Ich dachte, das wäre das. Ist der untere Teil oder nicht? Ja, meinst du das? Nee, es gehörte unten. Ah, Ja, genau. habe ich falsch rumgeklebt. Ah. Ja, ist egal. Ah, Frau Sieg, neu anfangen bitte. Nein, nein. Dann haben wir Da geht es ja gar nicht haben drum. wir keinen Zeit-Steampunk Das zu zeigen. kann jeder zu Hause machen. Das ist ja gar nicht darum, wo es geht, Herr von und zu. Hier. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir das auch natürlich vorbereiten können. So, aber... Ich wollte nicht sagen. Nein, wir haben ja den Film, wir haben ja einen kleinen Film. Also wer das jetzt vergessen hat, es gibt ja einen Film vom Osterpapier. So, jetzt tun wir das mal weg. Und jetzt hatte ich die Idee, und das fände ich nämlich total süß. Kannst du mir noch mal so ein Holzherz bringen? Geht das? Was soll ich? Nochmal ein Holzherz. Weil dann habe ich Was ist dieses ein Herz als Holzherz? Motiv. So ein Holzherz. Wissen Sie, wenn ich jetzt hier nochmal das Holzherz ansetze, also wie hier, dann kann ich dieses Herz hier als Hintergrund nehmen. Weil das hatte ja genau auf den 1515 gepasst. Und dann wäre das ein super schöner Hintergrund hierfür. So, und hier könnten wir jetzt... Mit dir ist das Leben wunderschön, könnte man, wenn man wollte, könnte man das hier schon draufsetzen. Das können wir ja auch machen. Ich mache das allerdings nicht dreidimensional, sondern flach, weil wenn wir nachher Pop-up machen, das muss ja alles noch in, Dankeschön, in einen Briefumschlag reinpassen. Das heißt, so, jetzt nehme ich das hier wieder und, oh Gott. Nehme einfach dieses Herz für mich jetzt als Motiv, als Muster. Muss allerdings jetzt schon ein bisschen perfekt geschnitten sein. Ja, gar nicht. So, und jetzt kann ich das... Wenn ich das jetzt hier so mal nach vorne zeigen darf, jetzt kann ich das hier so reinkleben. Denn wenn ich das dann hier geklebt habe und falte, ist das genau die Größe der Pop-up-Karte. Frau Siegmann. So, das heißt, ich mache jetzt erstmal, ich verzichte jetzt gerade hier drauf, die Ränder anzurauen, weil ich würde das dann, glaube ich, nur kaputt machen, sondern und klebe das natürlich an die unterste Stelle. Das heißt, Sie kleben nur die untere Hälfte. Also es darf nur auf diese Stelle geklebt werden. Und halt so tief wie möglich, weil dann sieht man das ja, dass das genau so in den Briefumschlag reinpasst. Das heißt, wenn ich das jetzt so habe, passt das in den Briefumschlag rein. Und wenn ich das aufstelle, so, habe ich mein Pop-up. Und jetzt kann ich natürlich, egal was hier drauf tun, je nachdem wie dick es werden soll, gell? Also ich kann jetzt hier ganz normal weiterarbeiten, wie ich auf einer normalen Karte gearbeitet hätte. So, und das machen wir jetzt. Ich lege das jetzt hier hin
Und dann überlegen wir uns, was nehmen wir jetzt? Jetzt fände ich dieses süß, was wir ja eben schon hatten. Brauchen auch nicht jetzt zu viel dahinter machen. Ich würde jetzt nur so 1, 2 Sachen dahinter machen. Das haben wir ja schon. Mit dem Rot sieht ja schön aus. Jetzt machen wir hier nochmal, das darf ich nicht wegwerfen. So, machen wir jetzt hier nochmal und setzen das halt so leicht hier so dahinter. Und noch eins, vielleicht, nee, doch, so das noch dahinter, das sieht gut aus. So, das ist, hat so alles noch mal so innen drin, so, gell, dass man das hier so draufsetzt. Das kann ich jetzt natürlich, je nachdem, wie dick man es haben will, schon einmal mit einem 3D-Pad machen. Also so viel, wenn wir eine normale Karte basteln, ist das ja bei uns auch ein bisschen dreidimensional. So, dann mache ich das jetzt hier so drauf. Dann kommen unsere paar Blümchen noch ein bisschen da drauf. Hier und ich würde sogar unten noch mal eine kleine Schleife machen aus dem, was wir da haben. Das fände ich jetzt auch noch total süß, wenn jetzt genau hier unten am Herz noch mal eine Schleife wäre. So. Wer jetzt natürlich richtig viel Muße hat, der könnte, das sähe bestimmt auch süß aus, wenn man das jetzt hier alles in Rot hat, der könnte jetzt natürlich dieses tolle Band nehmen, gell? Und dieses Herz komplett mit diesem Band hier einmal so außenrum das draufkleben. Das wäre schon schön, gell? Also das sähe bestimmt auch toll aus. So, und jetzt machen wir das richtig hier so unten in die Mitte. Und schneide das da ab. Ja, hier oben würde ich auch noch 2 Blümchen hin tun. Und so. Und das heißt, wenn ich das jetzt noch von vorne zeige, wenn ich das jetzt in einen Briefumschlag tue, dann ist das so mehr oder weniger flach, wie die anderen bei uns auch sind. Und wenn man es jetzt aufstellen will, dann stellt man das hier auf, hat das Herz und hat hier unten hat man die Sprüche oder was man schreiben will etc. Dementsprechend hat man dann sage ich jetzt mal, eine ganz einfache, aber tolle, Art von Pop-up-Karte. Und das würde sogar, meiner Meinung nach könnte man sogar, wenn man wollte, würde das auch noch alles bauen, weil die Spitze klein ist, könnte man sogar auch noch das Herz von hinten einmal komplett mit Spitze überziehen, wenn man möchte. Also da wäre das. Ist das okay für Pop-up-Karte gewesen? Sehr schön. Ganz toll. So, okay, so. Uhrzeit? Nein, Sam holt kein Steampunk. 20:47 Uhr. Er hat schon Steampunk geholt. Ja, so, da. Lasercut Steampunk. Moment, ich muss hier Papier sauber machen. Weil ich habe ja schon angedeutet, dass das ein bisschen anders ist, wie das normale Steampunk, was es so gibt. Ich finde es sensationell. Ich werde, glaube ich, sehr, sehr viel Freude haben, das zu basteln. Wo zeigen wir? Von vorne? Von vorne, Sam? Ja. Ist ja, das sehr gerne. Gut? Nee, ist nicht gut zu sehen. Okay, so. Also, es geht los. Wir haben tolle Uhren. Wir haben ganz besondere... Nee, ich finde, das ist nicht gut zu sehen. Versuch mal von oben. Wegen dem Weißhintergrund.
Da, genau, da ist es, wenn ich Da das so finde ich zeige, nicht so ist gut. das nämlich viel besser zu sehen, oder? Doch. So, oder? So, wir haben ganz tolle Gefährten, sage ich jetzt mal, die da drin sitzen, in den verschiedensten, sage ich jetzt mal, Heißluftballone. Wir haben Häuser mit Heißluftballonen. Wir haben auch eine Art Jules Verne auf einer sitzenden Uhr. Wir haben besondere Leute, die wirklich da tüfteln. Das ist wieder ein anderer, muss ich selber gucken. Ja, das ist wieder ein anderer mit einer Uhr. Dann haben wir ja hier, der ist doch absolut genial. Einen, der so auf so einem Gerät sitzt und fliegt. Dann also da sind so viele tolle Sachen. Ja, hier, das ist auch ein Oktopus-Fluggerät mit allem drum und dran, gell, so etwas. Dann natürlich auch relativ normale Heißluftballone sind dabei. Aber hier ein sensationelles Luftschiff im wahrsten Sinne des Wortes. Dann haben wir unterschiedliche Teile, die hier so fliegen, gell? Immer so wie so ein Oktopus dabei, also das ist komplett so ein bisschen, Jules Verne ist ja, sag ich jetzt mal, der Anfang von Steampunk gewesen, gell? Also richtig in diese Richtung reingehend. Dann haben wir ganz tolle Typen, die mit diesen Dampfgeräten da irgendwo lang gehen oder hier auf den allen möglichen komischen Teilen sitzen, gell? Hier. Ja, da ist wieder ein Heißluftballon und ich kriege das gar nicht alles hier. Verschieden, ich weiß nicht, ob jetzt da was doppelt ist oder nicht. Ich glaube, ein paar Sachen sind doppelt, aber ich weiß es nicht genau. So, hier, den finde ich auch, der ist doch der Knaller hier, der hier da am Rummachen ist. Haben wir natürlich auch mal eine Frau dazwischen, aber die ist wirklich ganz wenig. Und das, ja, natürlich Uhren, Zahnräder, nochmal so fahrende Häuser sind dabei und ja, sie hier, aber auch so etwas, das fand ich auch toll, so mal so halb, gell, dass man das irgendwo mal so draufsetzen kann und auch ihn hier in diese andere Richtung mal so halb und natürlich wieder Zahnräder auch ein bisschen kleiner, so ein bisschen, er hier, ja genau, der ist doppelt, der ist ein bisschen lustig, finde ich. Und natürlich Uhren etc. 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 So, ich glaube, da hat man einen guten Vorgeschmack, was da kommt. Es ist auf jeden Fall mal eine ganz, ganz andere Art von Steampunk. Und ich hoffe, es gefällt Ihnen so sehr wie mir. Ich bin da hin und weg von. So, jetzt bist du schon mit den... So, passend dazu, komm, das haben wir doch auch noch hier. Oder habe ich das nicht hier? Habe ich die Uhr nicht hier? Nee, okay. Passend dazu gibt es da noch 2 Transfers. Einmal diese tollen Schriften, die sind wirklich super schön. Und einmal gibt es noch diese Uhren, wie sie hier drauf sind, die als Zifferblatt, dass man die überall so draufkleben kann, also passend hierzu. Das wird dann auch noch dazu. Da gibt es natürlich noch ein Reispapier dazu. Nee, kein Reispapier, Decoupage, gell Sam? Ein Decoupagepapier, aber in kleinen Größen, nicht so groß. Ein Decoupagepapier, also das Easy Decoupagepapier, hatten wir schon mal in dieser kleinen Größe, gibt es auch noch dazu. Ja, so. Und jetzt sind wir schon beim Verlosen, richtig? Okay, das heißt, okay, großes Fahrrad mit 2 Pflanztöpfen. Erster Gewinner ist Frau Brigitte Eckert. Herzlichen Glückwunsch. Ach, wie toll. Und zweite Gewinner Frau Alexandra Winter. Freut mich. Herzlichen Glückwunsch. Dann gibt es das kleine Fahrrad mit dem einen Pflanztopf.
Das ist Frau Pia Krieger, herzlichen Glückwunsch. Und Frau Marina Schäffler, ebenfalls herzlichen Glückwunsch. So, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein paar Tipps und auch Ihre Fragen beantworten können. Und wir sehen uns wieder, was haben wir jetzt gesagt, Sam? Am 9. Februar mit ganz viel Osterdekos und den neuen Transfermotiven. Richtig? Schrumpfbanderolen gibt es danach, gell? Schrumpf gibt es danach. So, aber da gibt es... Aber da haben wir die Muster, können wir wenigstens. Ja, genau. Bis dahin haben wir die Muster, aber das ist ein ganz, ganz tolles Thema. Vielen Dank für die Treue und ich hoffe, Sie können zu Hause bleiben und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Machen Sie es gemütlich, lassen Sie sich verwöhnen und ciao, ciao.